Guck mal hier, das bin ich, wie ich endlich mal KI-Zeug auf Apple-Rechnern teste. Und direkt Spoiler, das große, sehr gute Modell GPT-OSS 120b habe ich noch auf keinem Rechner, der hier auf meinem Schreibtisch stand, so schnell laufen sehen. Und da standen schon sehr viele und auch sehr teure. Interessant ist dabei, ein Mac Studio M4 Max mit 128 GB geteilten Speicher kostet mit knapp 4.200 € ungefähr genauso viel wie die Nvidia DGX Spark Workstations, die mit GPT-OSS 120b deutlich weniger Tokens in der Sekunde machen. Also Apple, denen man ja nachsagt, KI so ein bisschen zu verschlafen, performt viel besser als die OG-KI-Superfirma Nvidia mit ihrer KI-Workstation. Hä? Ja, beim Anzapfen von solchen großen Sprachmodellen wie GPT-OSS 120b ist das auf jeden Fall ganz klar so. Aber bei anderen KI-Sachen, da sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ich habe übrigens zusätzlich zu dem Mac Studio mit M4 Max auch noch einen M3 Ultra mit 512 GB RAM getestet. Und noch etliche andere Rechner. Bleibt dran, wird wirklich interessant. Achso, kurzer Bug-Report noch. Unser neuer Podcast CT 4004 war leider am Anfang kaputt bei Apple Podcasts, war unsere Schuld. Falls ihr den abonniert habt und da nur eine einzige Folge drin seht, einmal deabonnieren, 4004 suchen und neu abonnieren. Dann seht ihr alle zurzeit 4 Folgen. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Falls ihr gerade eine Firma gründet, zum Beispiel wenn ihr was mit lokal laufender KI machen wollt oder wenn ihr Creator seid oder sonst irgendwie selbstständig unterwegs seid, dann solltet ihr euren Namen und euer Logo schützen lassen. Und da kommt der Sponsor dieses Videos ins Spiel, handelsmarke.de. Ja, und ich habe auch gedacht, dass Markenanmeldung heißt teure Anwälte, stundenlange Termine und so weiter. Aber bei handelsmarke.de läuft das jetzt ganz einfach wie Online-Shopping. Ihr bucht das einfach als Paket zum Festpreis, schon ab 179 €, Checkout mit PayPal, Kreditkarte oder Überweisung. Ihr müsst dann nur noch mal eine kurze Rückfrage beantworten und dann wird das Ganze begleitet bis zur Eintragung. Dahinter steckt eine echte Fachanwaltskanzlei aus Deutschland, die Kehl Rechtsanwaltsgesellschaft mit 10 Jahren Erfahrung im Markenrecht. Und die erledigen den ganzen Papierkram und die Anmeldung für euch und zwar weltweit, wenn ihr wollt, nicht nur für Deutschland. Spart euch also den Stress. Mit dem Code CT3003 gibt es nochmal satte 15% Rabatt auf alle Pakete. Link ist in der Beschreibung. Werbung Ende. Wenn ihr euch fragt, lokale KI, ja, was soll denn das eigentlich bringen? Lokale KI ist super interessant, weil man da nicht mehr auf irgendwelche Anbieter aus USA oder China angewiesen ist, die vielleicht klammheimlich irgendwas ändern an den KI-Modellen. Stellt euch mal vor, ihr habt so in mühsamer Kleinarbeit komplexe Workflows auf ein bestimmtes KI-Modell in der Cloud angepasst und dann nimmt der Anbieter das aus dem Angebot oder ändert das und dann läuft euer Kram nicht mehr. Mit lokalen Modellen seid ihr komplett safe, weil die liegen ja bei euch auf der SSD. Problem ist nur, diese sogenannten Open Weights Modelle, Open Source werden die auch mal genannt, aber das sind die so gut wie nie, weil man nämlich die Trainingsdaten nicht kennt. Also Open Weights, ich nenne die ab jetzt einfach lokale Modelle, die waren lange Zeit ziemlich schlecht. Aber die holen auf. Die sind auf jeden Fall noch nicht auf dem Stand der State-of-the-Art Cloud-Modelle wie Gemini 3 oder GPT-5.2, aber man kann damit auf jeden Fall schon arbeiten. Das habe ich hier in diesem Video auch schon mal anschaulicher gezeigt, was man da so mitmachen kann. Und es gibt natürlich auch Bild-, Ton-, Videogenerierungsmodelle, die auch lokal laufen und die ziemlich gut sind und die man zum Beispiel auch selbst feintunen kann, die man also selbst anpassen kann, dass da wirklich der Stil rauskommt, den man gerne haben will. Ganz aktuell ist da zum Beispiel Flux 2 für Bilder aus dem Schwarzwald oder Wan 2.2 für Videos. Das Problem ist nur, und das gilt vor allem für die LLMs, je besser die Modelle, desto mehr schnellen Speicher brauchen die meistens. Und der schnelle Grafikspeicher von Grafikkarten ist dafür zwar sehr gut geeignet, aber man kriegt im Bereich bis, sagen wir mal, 2.000 € für eine Grafikkarte nur maximal 32 GB. Mein aktuelles Open Weights LLM GPT-OSS 120b braucht ungefähr 63 GB Speicher. Ja, schwierig. Und ja, man kann natürlich auch normales RAM verwenden, also statt Grafikspeicher einfach DDR5 RAM, wenn man sich leisten kann. Aber nur auf DDR5 läuft wirklich kein Modell brauchbar schnell. Seht ihr später auch in den Benchmarks, wie das läuft. Lahm.
Aber es gibt ja auch immer mehr Spezialrechner, die für KI ausgelegt sind. Zum Beispiel die kleine Nvidia KI Workstation DJX Spark, die es von etlichen OEMs gibt. Haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht von der Gigabyte-Version. Oder auch die AMD Halo Strix Rechner, zum Beispiel Framework Desktop. Da gab es auch schon mal ein Video dazu. Und die nutzen alle Unified Memory, also CPU und GPU-Speicher sind geteilt und schneller angebunden als normaler, zum Beispiel DDR5-Speicher. Und das Ding ist aber, dass Apple dieses Unified Memory Konzept schon lange nutzt. Also seit der Einführung von Apple Silicon vor 5 Jahren, also vor dem KI-Hype. Apple Silicon-Rechner sind wegen des schnellen Speichers zumindest theoretisch super geeignet für KI. Und auch in der Praxis gilt das so langsam. Da wird nämlich immer mehr Software richtig gut angepasst. Also zum Beispiel die zum Abzapfen von Sprachmodellen. Also zum Beispiel für so ChatGPT-artige Anwendungen. Bild- und Videogenerierung, ja, da kommen wir später noch zu. Erstmal Sprachmodelle, zum Beispiel das erwähnte GPT OSS 120b. Ja, und das habe ich auf 2 Apple-Rechnern getestet. Einmal dem Mac Studio M4 Max mit 128 GB Gemeinsamspeicher für 4.174 € und einmal dem Mac Studio M3 Ultra mit 512 GB gemeinsamem Speicher für 11.674 €. Tatsächlich sind beides aktuelle Geräte, denn wenn ihr euch jetzt wundert, M3 ist doch nicht alt? Nee, tatsächlich sind beides aktuelle Geräte, denn wenn man mehr als 128 GB haben will, gibt es kein Gerät mit M4 Max, sondern dann gibt es nur den M3 Ultra. Und Ultra bedeutet in diesem Fall, dass da 2 M3-Einheiten zusammengebacken wurden. Das nennt Apple Ultra Fusion. Ja, und obwohl die M4-Generation eine bessere Speicherbandbreite hat, nämlich beim M4 Max 546 GB pro Sekunde, kriegt man mit dem M3 Ultra trotzdem mehr, weil es sind ja 2 M3-Einheiten, was hier insgesamt 819 GB pro Sekunde entspricht. Und was habe ich da nun genau drauf getestet? Ja, 3 Sprachmodelle, ein ganz kleines Qwen 3.4b, Q4 quantisiert, 2,5 GB groß, ein mittleres Mistral Small 3.2, 24b, auch Q4 quantisiert, das ist 15,2 GB groß und ein recht großes GPT OSS 120b mit im MXFP4-Format 63,4 GB groß. So, und ich habe ja bislang die Benchmarks mit LM Studio manuell gemacht. Aber da haben mehrere Leute angemerkt, dass man noch ein bisschen mehr Tokens pro Sekunde mit der Llama CPP-Bibliothek rausholen kann. Die wird zwar von LM Studio intern auch verwendet, aber ist da trotzdem oft langsamer. Außerdem, ein großer Vorteil, Llama CPP hat auch einen Benchmark eingebaut und der differenziert zwischen dem Verstehen des Prompts, also dem Prompt Processing, PP oder Prefill und der reinen Inferenz, also Decode oder Token Generation, TG. Ja, und weil ich letzte Woche mehr Zeit hatte als sonst, weil ja kein Video kam, bin ich da richtig reingegangen und habe auf 6 unterschiedlichen Plattformen nicht nur Llama CPP installiert, also über die vorkompilierten Binaries, sondern ich habe Llama CPP auf jeder der Plattformen mit möglichst optimalen Compiler-Flags kompiliert. Das macht keinen riesigen Unterschied, aber bei meinen Tests konnte ich da schon ein paar Prozent nachweisen. Also im Vergleich zu den einfach runtergeladenen Binaries. Man kann mir also auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass ich hier nicht fair getestet habe. Und jetzt endlich die Ergebnisse, worauf ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit wartet. Tatsächlich haben mit GPT OSS 120b die beiden Apple-Rechner die besten Prompt-Generierungsergebnisse erzielt, die ich jemals gemessen habe mit GPT OSS 120. 86 und 82 Token pro Sekunde. Also wie erwartet etwas mehr beim M3 Ultra, weil höhere Speicherbandbreite als beim M4 Max. Aber eigentlich ist der M4 Max die eigentliche Überraschung, weil der beim Generieren nur eine Leistungsaufnahme von 120 Watt hatte. Und 82 Token die Sekunde bei 120 Watt, das ist wirklich krass effizient. Der M3 Ultra braucht fast das Doppelte, aber ist immer noch viel effizienter als die Konkurrenz. Also richtig doll ineffizient ist mein Desktop-Rechner mit zugeschalteter RTX 4090 Grafikkarte. Der macht tatsächlich 14 mal weniger Token pro Watt als der M4 Max. Die beiden Spezialrechner mit Nvidia DJX Spark und AMD Strix Halo, die liegen im Mittelfeld. Bei den kleineren Modellen, die halt in den superschnellen Videospeicher meiner Grafikkarte passen, ja, da kommen M3 Ultra und M4 Max nur auf Platz 2 und 3. Ich habe übrigens, wie am Anfang schon erwähnt,
testweise mal die GPU deaktiviert und geguckt, wie weit man nur mit der CPU kommt. Nicht weit. Bei allen der 3 Sprachmodellen schon sehr langsam, wie ihr hier sehen könnt. Achtung, Achtung, jetzt kommt ein kurzer Super-Nerd-Einschub. Geht gleich wieder normal weiter. Ja, ich weiß, Llama CPP nutzt GGUF-Modelle. Bei Apple kann man ja auch MLX mit vorkonfigurierten MLX-Modellen verwenden. MLX ist das Apple Machine Learning Framework, also quasi der PyTorch-Konkurrent. Ich habe das mit LM Studio getestet und tatsächlich waren da meine Ergebnisse mit GPT-OSS 120b mit MLX schlechter als mit Llama CPP. Und MLX lief auch auf dem M4 Max mit GPT-OSS 120 auch gar nicht, sondern nur mit GTUF. Bei den kleineren Modellen war MLX aber tatsächlich ein ganzes Stück schneller. Siehe hier meine Werte. Also das solltet ihr tatsächlich bedenken. Und das ist auch die Erklärung dafür, dass LM Studio auf macOS bei den meisten Modellen immer beide Varianten, also GGUF oder GGUF und MLX anbietet. Nerd-Einschub ist vorbei. So, das war jetzt alles die Token Generation. Jetzt kommt noch kurz das Prompt Processing, wo es weniger auf die Speicherbandbreite ankommt. Da ist der M3 Ultra zumindest mit dem großen Sprachmodell GPT-OSS 120b immer noch Spitzenreiter. Bei den kleineren Modellen, da gewinnt ganz klar wieder die Nvidia-Grafikkarte und auf dem zweiten Platz ist der Nvidia DGX Spark Rechner. Einfach weil die Nvidia-Kerne mehr rohe Compute-Pferdestärken mitbringen. So, aber es gibt ja nun auch noch andere KI-Anwendungsbereiche als LLMs, zum Beispiel Bild, Videobearbeitung, Generierung und so weiter. Das machen die meisten Menschen heutzutage wohl mit Comfy UI, dieser Node-basierten Open-Source-Software. Hier gelten Nvidia-GPUs als de facto Standard. Einfach weil das alles sehr CUDA-fokussiert ist, also CUDA, die Nvidia-exklusive Programmierschnittstelle. Ich war deshalb schon ziemlich positiv überrascht, dass ich auf der Comfy UI-Website direkt einen macOS-Installer für die Desktop-Variante gefunden habe. Ich hatte mich da auf mehr Frickeln eingestellt. Und es lief alles super, also zumindest die Installation. Aber als ich dann für meine Tests einfach mal das Flux 2 Template aufgerufen habe und die Modelle runtergeladen hatte, bekam ich dann einfach ganz lapidar diese Fehlermeldung. Ja, und stellt sich raus, Apple Silicon kann nicht mit FP8 umgehen, also dem 8-Bit-Gleitkomma-Format, in dem aber dummerweise so gut wie alle Comfy UI-Modelle vorliegen, also sowohl für Bildgenerierung als auch für Videogenerierung. Man kann sich damit behelfen, Modelle im FP16-Format zu verwenden, aber das verbraucht deutlich mehr Speicher und ist auch langsamer als FP8, also wenn man denn auch ein FP16-Modell überhaupt findet. Also ich will das, auch vielleicht einfach nur die Templates anklicken und dann funktioniert das und will da jetzt nicht in den Nodes dann auch so viel rumfummeln. Naja, bei einigen Workflows reichte das in meinen Tests auch einfach aus, in der Konfiguration von Comfy UI einfach auf FP16 hier umzuschalten, aber auch nicht immer. Naja, ich habe auf jeden Fall Flux 1 Dev stabil laufen bekommen und konnte da die Geschwindigkeit messen. Ja, die Geschwindigkeit auf den Macs war nicht berauschend. Ganz grob kann man sagen, 110 Sekunden für ein Standard Preset Flux 1 Bild auf dem M4 Max. 65 Sekunden hat der M3 Ultra gebraucht, 35 Sekunden zum Vergleich die DGX Spark und nur 12 Sekunden meine RTX 4090. Und ja, mit Videos fange ich gar nicht erst an, das ist alles noch frickeliger gewesen. Und leider haben bei den Comfy Standard Workflows auch der riesige Speicher der Apple-Rechner keine Vorteile. Einfach weil die Modelle, die ich da gesehen habe und die ich so kenne, also auch die Videogenerierungsmodelle, die sind so gut wie alle für Grafikkarten-Speichergrößen optimiert. Ja, meistens so im Bereich bis 16 GB, ganz selten mal zwischen 16 und 24 GB. Also auf jeden Fall, wenn man hauptsächlich Comfy UI Sachen machen will, dann ist man mit einem dieser Apple-Rechner nicht wirklich gut bedient. Aber ganz wichtig, das kann sich natürlich alles ändern. Es sind ja jetzt auf jeden Fall schon Anflüge von einem Aufbrechen des CUDA-Monopols zu spüren. Warten wir das mal ab. Also als reine LLM-Abzapfmaschine sind die Mac Studios und eigentlich alle Macs mit genügend Speicher beeindruckend gut geeignet. Und eine 1 mit Sternchen kriegen die wirklich in Sachen Effizienz. Will man allerdings nur Modelle laufen lassen, die in den Speicher einer normalen Grafikkarte passen, also maximal 32 GB, dann fährt man nach wie vor günstiger und meistens auch schneller mit einem x86-Rechner mit einer dedizierten Grafikkarte. Aber bei Modellen wie GPT-OSS 120b
128B mit 63 GB und meiner Meinung nach fängt das in diesen Speicherbereichen oft erst an, wirklich interessant zu werden, dann gibt es zurzeit nichts Besseres als ein Mac. Also auch in Sachen Preis-Leistung. Also zumindest, wenn man einfach was kaufen will. Klar, man kann sich irgendwelche krassen Rechner Frankenstein mit gebrauchten Grafikkarten, aber das gibt es auf jeden Fall nicht von der Stange. Zumindest nicht zu den Preisen. Bei anderen KI-Anwendungen als LLMs, ja, also zum Beispiel bei ComfyUI, ja, da ist man auf jeden Fall immer noch mit Nvidia-Hardware besser und vor allem auch unkomplizierter bedient. Mit AMD-Hardware ist es fast noch schwieriger als mit Apple-Hardware. Aber wer weiß, wie lange das alles noch so ist. Leider, und das muss ich auch sagen, habe ich jenseits von GPT-OSS 120b, also jenseits der 63 GB, keine Sprachmodelle gefunden, die deutlich besser sind. Also für die sich jetzt 128 oder sogar 512 GB lohnen würden. So Sachen wie DeepSeek und Kimi K2, die sind auf jeden Fall besser, aber die brauchen halt noch mehr als 512 GB. Da muss man dann vielleicht mal mit so Clustern rum experimentieren. Habe ich schon auf der To-Do-Liste, das kommt bald, eventuell. Aber wir wissen ja auf jeden Fall, in der KI-Welt kann alles sehr schnell gehen. Mal sehen, was sich da in den nächsten Monaten tut. Ach ja. Ich habe auch noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich die aktuelle Folge unseres Fotopodcasts Clickboom Flash. Da geht es sehr interessant um Air-to-Air-Fotografie, also Fotos von Fluggeräten aus der Luft. Link ist in der Beschreibung. Tschüss.